So, was haben wir als nächsten Baustein? Das wären Wendevorgänge. Wir gucken uns hier dieses Bild nochmal an und da seht ihr, dass wir hier, ja gut, fast 70% der Zeit war die Maschine im Arbeitseinsatz und dann haben wir hier die blauen Felder, das sind ungefähr 20%, das sind rein Wendezeiten. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus und wenn man so ein bisschen mal ins Bild rein scrollt, da sieht man, dass man an den Wendezeiten nicht mehr allzu viel rausholen kann. Sicherlich könnte man, wenn man hier guckt, etwas eher einsetzen, aber ich glaube, viel ist da nicht zu machen. So, jetzt habe ich hier mal eine Arbeit mit einer Kutschalbmenge rausgesucht, woran wir sehen können, wie sich hier also die Wendezeiten verhalten. Ihr seht hier ungefähr die Hälfte der Zeit wurde gearbeitet und fast ein Viertel der Zeit wurde gewendet. Wenden heißt, das Arbeitsgerät ist ausgehoben und der Heckkraftheber signalisiert, dass jetzt nicht gearbeitet wird. Und schauen wir uns das mal hier jetzt auf dem Bild genau an. Dann sehen wir hier, dass man das Fahrzeug ist mit RTK und Lenkautomat gefahren. Der Fahrer hat hier mal früher, mal später ausgehoben, hier etwas später, da etwas eher, hat gewendet und hat relativ spät eingesetzt. So, das ist natürlich eine relativ lange Wendezeit und was jetzt besonders auffällt, es hat so spät eingesetzt, dass er hier dreimal das Vorgewende hat abfahren müssen, um die Fläche vollständig zu bearbeiten und das bei einer 6 Meter Scheibenecke. Also da hätte es durchaus sein können, dass er, wenn er besser gefahren wäre, hier der Fahrer auch nur 2 Runden rund ums Vorgewende hätte machen müssen. Also man sieht, dass hier doch erhebliches Einsparpotenzial ist. Ein gutes Hilfsmittel ist hier eine virtuelle Vorgewendelinie, die man sich einzieht, um zu sehen, dass man rechtzeitig aushebt und auch wieder einsetzt. So, was gibt es an weiteren Möglichkeiten, um Kosten einzusparen? Dieses, was ich euch gezeigt habe hier, das kann man also für jeden Arbeitsvorgang machen, bei Transportvorgängen und so weiter. Das ist einmal Geräteeinstellungen. Sind die Geräte wirklich optimal eingestellt? Sind die Arbeitswerkzeuge in Ordnung? Sind die Schlepper und das Gerät, sind die also optimal aufeinander eingestellt? Wie steht es mit dem Reifengrundluftdruck? Ist der auch entsprechend abgesenkt für Ackerbetrieb? Wie sieht es mit dem Schlupf aus? Wir können das ja auch mit Extratrack aufzeigen, was für einen Schlupf wir haben, aber dafür machen wir dann nochmal ein separates Video. Und wie sieht es mit der Fahrgeschwindigkeit aus? Ist sie gleichmäßig oder nicht? Wir können ja hier mal drüber gehen. Wir müssen erstmal die Sensordaten anklicken, dass wir die Geschwindigkeiten haben wollen. Genau. Wenn man das Bild so sieht, kann man sagen, er ist so mit ungefähr 10 km/h gefahren. Hier ist er mal ein bisschen schneller unterwegs gewesen. Und jetzt gehen wir mal auf die einzelne Linie und auch hier können wir genau erkennen, aha, 9,8 unterwegs, hier war 10,5, da war 9,3, also in der Fahrgeschwindigkeit ist da auch noch was rauszuholen, dass man wirklich die optimale Fahrgeschwindigkeit fährt, um ein gutes Arbeitsergebnis zu haben. Wie sieht es aus mit Anschlussfahrten? Hier ist ein Lenksystem eingesetzt worden, da gibt es eigentlich, je nachdem wie man es einstellt, eigentlich nichts zu beanstanden. Anders sieht es aus, wenn Sie kein Lenksystem habt. Da wurde festgestellt, dass man bis zu 30% mehr Bearbeitungszeit hat durch die Überlappungen als mit einem Lenksystem. Das haben uns Kunden zurückgemeldet, die mit unserem System unterwegs sind. Also hier wäre auch ein erhebliches Einsparpotenzial möglich, gerade bei kleinen Flächen. Man spricht immer schnell davon, ja, bei großen Flächen, da nützt sowas, bei kleinen, da hilft das nicht. Gerade bei kleinen Flächen sind solche Hilfsmittel unheimlich kostensparend. Ja, wenn man also über einen längeren Zeitraum, oder sprich über ein Wirtschaftsjahr, Daten gesammelt hat, dann weiß man ja auch die Verfahrenskosten für eben gewisse Arbeiten. Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie es ist, wenn wir jetzt mal auf die Statistik gehen. Für diesen Betrieb Wirtschaftsjahr 2021 dauert ein bisschen länger, bis das System also die gesamten Daten hochlädt, um uns dann hier dieses Bild zu zeigen. Ihr seht, ein großer Anteil ist Transportieren, Mulchen und weitere Arbeiten, natürlich auch Leerfahrten, wo ich ohne Gerät unterwegs bin oder mit einem
Gerät, was jetzt keinen Bienen hatte, weil ich es mir geliehen habe vom Nachbarn. So, schauen wir uns das Mulchen mal an. Hier war er fast 100 Stunden unterwegs mit dem Mulcher. Da ist dazu gehört natürlich viel Maisstoppelmulchen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was für eine Fläche. Das waren 122 Hektar, die da bearbeitet wurden. Und hier taucht dann die Frage auf, oder die kann man sich stellen, ist das eine Arbeit, die man zukünftig an einen Lohnunternehmer vergibt oder ob man sie selber macht? Und in dem Moment, wo ich die Kosten habe, was mich jetzt diese Bearbeitung gekostet hat, kann ich natürlich mir einen guten Überblick schaffen, ob es günstiger ist, es demnächst machen zu lassen. Und das sind auch so eben Varianten und Möglichkeiten, die uns hier Exatrec bietet. Und je mehr Daten ich habe, je mehr Jahre ich auch habe, umso fundierter sind also die Entscheidungen, die ich treffe, um Kosten einzusparen. Ja, fassen wir das zusammen, was wir heute gehört haben. Das Wichtigste ist nur, wer die Kosten kennt, kann sie tatsächlich auch senken. Wichtig ist, dass wir dabei in unser Exatrec-System immer die aktuellen Maschinenkosten eingeben, sei es die Kosten der Schlepperstunde oder der Maschinen, die wir einsetzen. Und dass wir anschließend die gesamten Arbeitsprozesse, so wie wir das gesehen haben mit den Sensordaten, nach Kostentreibern durchsuchen. Oder zum Beispiel wie wir es mit den Wendevorgängen gesehen haben. So, wir wissen auch, dass das ein langwieriger, längerer Prozess ist. Es geht über mehrere Jahre, um auch wirklich Kosten zu reduzieren. Wir denken zum Beispiel an die Leerlaufstunden, die wir haben. Aber wichtig ist, dass wir erstmal anfangen, Daten zu sammeln, damit wir dann auch eben unsere Kosten ermitteln können. So, das wäre es an dieser Stelle. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, dann bis zum nächsten Video. Dankeschön.